Bitte. Läuft. Hast du das gehört? Ich habe es auch gehört. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ich Wir habe haben eine keine neue Ahnung. Sekretärin. Dann fahren wir mal das Intro rein. Ja, und bitte. Das war. Warte mal, das war zu kurz. Nochmal. Nochmal, soll ich vielleicht Ich Action habe sagen? mir so eine Mühe gegeben, verstehst du? Ich sitze da voll lang dran. Ich sag Achtung. Action. Genau, mach mal. Action. Okay, dann stoppen wir Super. mal. Hello, Captain. Hallo, Kaya. Ja, wir haben eine neue Sekretärin, die gerade gesagt hat, dass wir aufgenommen werden, wo die auch immer herkommt. Die Aufsache, ich muss sie nicht bezahlen. Ich wollte mal kurz, bevor wir ganz unabhängig vom Thema dir was zeigen, was ich mir mal gekauft habe, und das fliegt jetzt hier immer rum, und bevor das irgendwann von hier irgendjemand im Haushalt weggeschmissen wird, dachte ich, zeige ich dir das mal. Erkennst du das? Ist das Louis? Nee? Richtig, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Soll er sein. Ah, okay. Also erstmal ist das ein Aschenbecher. Ja, das habe ich gesehen. Saint-Tropez. Saint-Tropez und Louis de Funès. Und? Und wenn du dich erinnerst, ich weiß nicht, wie gut du die Filme kennst, ich glaube, es gibt 5 oder so, es gab immer eine Nonne, die in einer Ente durch die Gegend gefahren ist, extrem schnell. Und das soll diese Ente sein, in der die Nonne sitzt. Ja, okay. Und die Filme gesehen? Witzig Louis de gefunden? Funès, ja klar, als Kind haben wir uns totgelacht. Wenn ich mir den heute anschaue, denke ich so, oh mein Gott. Nein, das ist Doch, tut mir leid. Der ist ja voll der Clown, ey. Ja, genau. Aber damals hat es Spaß gemacht. Heute würde ich mir den auf keinen Fall 2 Stunden angucken. Tut mir echt leid. Da verpasst du was. Ja, Ich glaube, ich schlage mal für eins der nächsten Themen Louis de Funès vor. nee, das machst du dann aber alleine. Pass auf, wir können ja in die Kommentare. Nee, nix Kommentare. Die 3 Leute, die uns zugucken, ja, das geht nicht. Die kannst du ja manipulieren. Genau, ich kann mir ja unter Pseudonym was in die Kommentare schreiben. Wir wollen Louis. Nee. Okay, aber heute wollen wir ja was anderes machen. Und zwar wollen wir bei den 100 wichtigsten Filmzitaten weitermachen des American Film Instituts. Und wir waren ja, Kaya, du siehst es, nicht? Hier bei Harry und Sally. Das haben wir ja angesprochen. Ich wollte noch mal einmal ganz kurz, weil hier Lauren Bacall ist, und da will ich eine wirkliche Fachfrage an dich stellen, du als Frauenkenner. Ich hatte nämlich letztens die Diskussion, es ging darum, dass ich der Meinung bin, aber irgendwie findet man im Internet nicht so richtig viel dazu. Das ist Lauren Bacall. Oh mein Gott. Das war Lauren Bacall, die ist jetzt gestorben, hat auch noch im hohen Alter bei Dogville die alte Dame gespielt und hat mit ungefähr Anfang 20, wie sie hier gerade ist, ihre Karriere begonnen und hat dann relativ schnell den viel älteren Humphrey Bogart geheiratet. Und Humphrey Bogart ist, glaube ich, 57 gestorben, so viel ich weiß, 1957, und sie hat ihn um mehr als 50, 60 Jahre überlebt, ist jetzt vor kurzem erst gestorben. So, und meine Fachfrage, ich kann dir auch noch andere Fotos zeigen, um Lauren Bacall, ist ihre Augenbrauen. Ich bin der Meinung, sie hat ganz besondere Augenbrauen, und es gibt auch immer wieder Geschichten um Lauren Bacalls Augenbrauen. Also ich starte schon mal die Zeitpolizei. Warte mal kurz. So. Weil das ist ja ein echt interessanter Einschub von dir und wieso ich da jetzt ein Fachmann für sein soll, ist mir, sie hat auf jeden Fall schöne Augenbrauen, das kann man schon sagen. Aber ich finde also die Aura kommt nicht von den Augenbrauen, sondern von den Augen an sich. Ja, also das ist schon, die hat schon Wirkung auf jeden Fall.
Aber was willst du, was war deine Frage nochmal? Meine Frage war eigentlich, ob sie ob sie besondere Augenbrauen hat. Es gibt bei Schauspielern, mal, nehmen wir mal man Jack kann, Nicholsons Lächeln, Betty ja, Davis Eyes und also Augen, ja, die sind doch gezupft, geil. Die hat ja nicht so kenne eine mich doch nicht Augenbrauen, aus. die in so einer Welle laufen. Die hat bestimmt was gemacht, aber die hat ja richtig das über die, also es ist ja so eine Welle hinten, ne? Also es geht ja rauf und runter und das ist schon ein bisschen, war ich das? War ich das? Und Nee, das das ist war schon nicht. ein bisschen, ähm, ja, da saß die stundenlang dran, Kai. Echt? Wahrscheinlich hat sie so einen riesigen Busch. Also, du zerstörst Wahrscheinlich, gerade mein, wahrscheinlich hat sie so einen riesigen Busch, deswegen kann sie so eine Wellen reinmachen. also du zerstörst gerade hier Nein, wahrscheinlich diese Kante. mit ihrem Mann Humphrey Ja, Bogart. oh, sie ist ja auch so klein wie er. Das passt ja. Das passt. Und hier mit Marilyn und Lauren Bacall, Humphrey und Marilyn. Wo guckt Ja, der hin? weil, Hey, warte mal ganz kurz. ja, Der Bogart, ne? ja. Kriegst du das größer? Wo guckt denn der da hin? Na, der guckt natürlich mit dem Ohr zu Der etwa Frau in Lauren den Bacall. Ausschnitt von Marilyn? Nein, nein, er ist unschuldig. Er macht einfach nur die Augen zu. Der dreht Ja, sich wie immer eine Zigarette, denke ich. ja, ja, okay. Du kannst wieder hoch. Ja. Gut. Dann kommen Also, wir. ups. Ja, das war es eigentlich schon dazu. Meine Frage war tatsächlich, und die ist jetzt ernst tatsächlich gemeint, es gibt so ikonische, wie soll ich es denn jetzt vernünftig fachgerecht sagen, Körperteile, ich sag's mal so, aus der Filmgeschichte. Ich habe ja Jack Nicholsons Lachen. Ich Das ist glaube, ja da haben kein viele. Körperteil ist ganz unglücklich Ja, gewählt. ich weiß. Was soll ich denn sagen? Betty Ja, Davis Augen zum hm? Beispiel sind ganz bekannt oder also so Special-Geschichten. Und ich würde gerne wissen, ob Lauren Bacalls Augenbrauen dazu zählen. Merkmale können wir uns. Merkmale, wie schön. Merkmale, Ja, okay? alte Schule. Gut. Genau. Aber das haben wir dann, ja, sonst in die Also die Kommentare. Merkmale wären jetzt bei ihr die Augenbrauen. Das ist ja, meine Theorie und dass das so ist. Aber wir können das auch hiermit beenden. Ups, ich mache das mal wieder alles zu. Wir waren ja eigentlich bei den Zitaten und da war eben hier Lauren Bacall in Haben oder Nicht haben, einer ihrer frühen Filme. Aber wir sind ja schon weiter. Winde verweht. Winde verweht, hast du ihn überhaupt mal komplett gesehen? Ich habe Ja, letztes Mal schon gefragt. irgendwann in meiner Kindheit und da nimmst du das natürlich alles so eins zu eins, nimmt man das halt heute, wenn man sich das heute anguckt, ist das ja ziemlich, du weißt schon was. Ja, Lang. also ist schon interessant. Also die ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben mit Black Lives Matter und Mhm. dieses ganze, dass da so extrem drauf geachtet wird, dass man wirklich alle irgendwie versucht, neutral zu benennen. Ich finde das wirklich, weil das andere ist ja über Jahrzehnte ist ja abgelaufen in den Filmen, in den Medien. Du hast immer die Vertreter der größten Gruppe Mhm. und die definieren halt, was die anderen sind. Und dass das jetzt mal so echt mit einer Brechstange, ich finde auch mit einer Brechstange, aber muss halt so sein. Ja, das hast du ja schon mal gesagt. Ja, Ich finde es manchmal, also es ist tatsächlich so, dass Winde verweht jetzt mit einem Warnhinweis, ich glaube bei HBO ist es, auf der Seite, ist ja auch egal, hingewiesen wird, dass die Darstellung der Schwarzen, der damaligen Sklaven oder der Sklavenfiguren in diesem Film ja, rassistische Grundzüge hat. Und das könnte man aber bei vielen Filmen machen, auch bei Kunstwerken, bildnerischen oder auch natürlich in der Literatur. Müsste man viele Hinweise machen. aber was willst du jetzt damit sagen? Dass das in der Masse, weil es überall verbreitet ist, okay ist? Das denkst du ja nicht. Ich denke nicht, dass du Nein. das willst. Aber diese Filme, ähm, wie viel, das ist jetzt ein sehr harter Vergleich, okay?
Ja, mach mal. aber damit man mal darüber reflektieren kann. Ja? Jetzt stell dir vor, du hast so ein Regime wie die Nazis. Ja. Die machen ihre eigene Literatur, die machen ihre eigenen Filme, die machen ihr eigenes Menschenbild So ist es ja auch. und alles wird Mhm. so. Und jetzt kopier das doch mal einfach auf die, auf die Geschichten, die jetzt über amerikanische Geschichte erzählt wird, über die ähm, Schwarzen, über die Sklaven. Ja, also und wenn du quasi du hast die Meinungshoheit über Themen, dann wirst du niemals, ja, weil die Leute sind ja nicht kritisch und sagen, hey, was da abläuft, ist nicht in Ordnung, wir müssen mal kritische Filme drüber machen und so weiter. Passiert ja nicht. Und warum nicht, Kai? Weil die Kohle, das Geld, es ist wieder das Geld, wir können echt über Kunst reden und über dies Ja, und natürlich geht es um ja, Kohle. aber es ist das Geld, genauso das Geld, was die ganzen Diktatoren, die jetzt sich überall ausgebreitet haben, ja, am Leben erhält, ist halt der Geldzufluss. Und das ist im Film ist es nicht anders. Der das Geld gibt, entscheidet quasi einen beträchtlichen Teil mit, was denn bitte schön in dem Film dargestellt werden soll. Der Drehbuchautor schreibt es in der Richtung gleich. Der, der Regisseur, die Schauspieler setzen das um und dann hast du so einen Film wie vom Winde verweht. Das ist ein schöner Film, aber er ist definitiv aus der Perspektive der Bleichgesichter gemacht. Und, und deswegen können wir das ruhig mal, okay, jetzt höre ich mal auf, weil es Nee, das finde ich, ich finde das ja total, ich will mal kurz stoppen. Ich finde das total wichtig. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon. Wir hatten das schon bei Colorblind Casting ähm, zu Bridgerton, eins der unseren frühen Videos, wer mal ein bisschen nachschauen möchte. Also ich finde, dass Kunst grundsätzlich Kunst und Kreativität ein Produkt der Umstände ist. Und jedes Buch, jedes Film, jeder Song ist natürlich immer im Zusammenhang der Umstände zu sehen. Und deswegen wäre dann die Alternative, dass man bei jedem Shakespeare-Stück, bei jedem Song aus den 50ern und bei jeder Fernsehserie aus den 60ern, und ich kann es jetzt unendlich weitermachen, einen Hinweis geben muss. Das ist natürlich ein Unterschied, ob er 1960 in der Sowjetunion oder in den USA gedreht worden oder geschrieben worden ist und so weiter. Das sind ja immer Umstände. Und ich finde das sehr schwierig, wenn man jetzt grundsätzlich, das wäre ja dann Beipackzettel haben muss. Und das müsste man. Ich bin der Meinung, dass, wenn ich so weit gehen würde, würde ich ja sagen, dass jeder Film vielleicht bis jetzt, bis vor kurzem, wie immer, darüber kann man diskutieren, ein bestimmtes Frauenbild darstellt. Zumindest in den ersten 100 Jahren der Filmgeschichte. Da müsste aber doch jeder Film einen Hinweis dazu kriegen. Und das sehe ich irgendwie nicht. Ja, jeder Film aus den 50ern in Deutschland müsste einen Hinweis zur Darstellung der Frau und der Unterdrückung der Frau und der Homosexuellen und so weiter. Ja, aber bei Schimanski müsste ganz klar stehen, Schimanski zum Beispiel, ich mag die Filme voll, aber Ja, wenn die ich da auch. reden, anfangen zu reden und dann kriegst du schon mit, das ist halt Straße, die haben sehr gut, also die haben sehr gut beobachtet, aber da wird halt vergiss es, ich wollte was völlig anderes sagen. Okay, okay. Okay, lass uns doch, lass uns doch einfach entscheiden, einen Strich zu machen. Ein Strich. Nein, wir machen einfach einen Strich. Wo bist du? Hier bin ich. Wir machen einfach einen Strich. Nicht, nee, nee, geh mal wieder raus, bitte. Ich möchte jetzt gerade nicht den Text sehen, sondern ich möchte dich gerne sehen. Hm. Wir haben jetzt darüber geredet, hey, was soll das? Dann kann man nicht jetzt alles verändern und überall einen Warnhinweis, als wäre das toxisch und so weiter. Es ist Genau. etwas, das ist interessant, ne? Wir hatten ja öfter so eine Gespräche. Es ist etwas, was dich persönlich stört. Warum fühlst du dich in deiner Freiheit eingegrenzt, wenn Filme, die offensichtlich
nicht mehr in unsere Zeit passen sollen. Ich sage definitiv sollen, weil wir ja noch ganz viele Menschen, Milliarden von Menschen haben, die ja mit diesen Filmen groß geworden sind, die sie mögen, etc. Lass uns doch einen Strich machen. Lass uns doch sagen, ey, okay, hier, wir haben das Jahr 2021, ab jetzt machen wir es anders. Gar Und keine Frage. was davor war, was davor war, da, wenn es ganz schlimm ist, zeigen wir es an, und wenn es halt so, okay, jetzt, ich finde dieses, wenn es halt, wenn man es durchwinken kann, so, dann winkt man es halt durch. Aber ab jetzt, Kai, können wir uns so einen Scheiß nicht mehr erlauben. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Ich finde, es ist, nee, es stimmt nicht. Wir haben ja immer noch das Problem, Kai. natürlich haben wir noch das Problem. Guck mal, in Amerika ist das schon wieder anders, ja. Aber hier zum Beispiel, wenn du die deutsche Fernsehlandschaft dir anguckst, das verändert sich ein bisschen. Man kann es, das finde ich super. Aber grundsätzlich ist das halt auch vom Denken her, ist es schwierig für, ich sag mal, einen bestimmten Teil des Publikums in Deutschland, einen Film sich anzugucken, wo ein Schwarzer der Hauptkommissar ist. Ja, Ja, das also ist ein wo ganz der, großes, nein, genau. das ist wirklich interessant, weil das deckt so eine gewisse, also das deckt, wenn du dich mit der Hauptrolle nicht identifizieren kannst. Ja, weil er im deutschen Tatort, gibt es eigentlich im deutschen Tatort einen Menschen mit dunkler Haut? Weiß ich nicht, aber wenn, dann am ehesten noch im deutschen Tatort mittlerweile, aber ich weiß es nicht. Ich sag ja nur, ne, so Filme müssen immer die ganze Gesellschaft abbilden. Wenn sie nur einen Teil der Gesellschaft abbilden, also die Mehrheitsgesellschaft abbilden, und dann den anderen Teil nur als das zeigen, was man schon als Klischee im Kopf hat, Obstverkäufer, Gemüse, so halt, weißt du, und Drogendealer, Gangster, das ist doch ganz offensichtlich, dass da dass da was viel gibt. Schau nach Amerika. Du willst doch nicht, stell dir mal vor, ein Denzel Washington würde in einem Tatort spielen. Ich will mal wissen, wie das wäre, weißt du? Diese Fragen gibt es in Amerika. Im Filmbereich spielt jeder alles. Das finde ich super. Wir müssen das auch hier in Deutschland hinkriegen. Ja? Und du hast ja da nichts dagegen, oder Nein, überhaupt nicht. Aber das das ist mit mit mir, das ist das gar keine Frage. Und ich aber wie habe ja gesagt, eben gesagt, lass uns einen Strich machen. genau, Ab jetzt kriegen die Leute, die so eine Drehbücher kriegen, eins auf Boom in die Fresse. Ja? Und solche Geschichten dürfen nicht mehr einfach in die Medienlandschaft reinkommen. Also das heißt, das ist ja ein Thema nochmal für uns, Förderlandschaft. ja, da gibt es aber mittlerweile. Aber es gibt ja, Nein, du hast doch Jan Böhmermanns Bericht über die deutsche Filmförderung. ja, das wollte ich hier gerne nochmal thematisieren. Ja, also das war eine Katastrophe, als ich gehört habe, dass die Frau Niehus seit 14, 15 Jahren da Medienboard quasi beherrscht ja, und selber entscheidet, ja, welche Filme gemacht werden. Das ist ein No-Go. ja. Das darf es nicht geben. Ja. Ja? Aber das ist noch ein anderer Aspekt. Also ich finde das sehr, sehr spannend, und ich hatte ja schon mal vorgeschlagen, ob wir uns nicht mal Jan Böhmermann uns das mal angucken oder einen Ausschnitt gemeinsam angucken. Aber gut, dann bin ich für diesen Strich, ich bin halt sehr, sehr skeptisch, wenn man jetzt nicht nochmal, das bezieht sich nicht nur auf Film, man muss den Kontext immer sehen. Und natürlich ist ein Film von 1952 aus der Bundesrepublik Deutschland was anderes als ein Film aus der Sowjetunion. Und beide bräuchten eigentlich einen seitenlangen Hinweis. Und zwar alles, was aus der Zeit geschrieben, gemalt oder gefilmt worden ist. Und dann wird es sehr kompliziert. Und da fängt man jetzt Sachen sich rauszunehmen, und da bin ich sehr skeptisch und fängt an, Dinge, ja. Es sind ja nur einzelne Werke, und zwar die Werke, die ja noch in unserem Gedächtnis, in unserer Erinnerung sind. Wer kennt dann noch die Filme aus den 50ern, oder in den 60ern, was da im Fernsehen lief und so. Das ist ja wirklich
das wird alles sich ausschwemmen, sage ich mal, weil wir jetzt einen Strich gemacht haben und sagen, ab jetzt machen wir so eine Stories nicht mehr. Ab jetzt zeigen wir, sind wir Diversität. Ich will nicht sagen divers, ich finde das so ein abgerutschtes Wort. Wirklich. Das ist aber das große Ja, Wort, Diversität. aber Diversität in allen Bereichen finde ich in Ordnung. Ja, und weil es ist einfach unfair. Kai, es ist einfach, Ja, natürlich. wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes und es ist einfach unfair. Dann will ich aber auch immer dazu sagen, dass bestimmte Sachen, die wir jetzt als fair und normal sehen, vielleicht in 20 Jahren auch wieder mit einem Warnhinweis oder in 30 Jahren mit einem Warnhinweis belegt werden müssen, weil Dinge, die wir jetzt als normal sehen, als völlig in Ordnung, vielleicht in der Generation oder 2 Generationen nach uns als ja, wie soll ich sagen, verachtenswert angesehen werden. Zum Beispiel der Umgang mit Tieren. Ja, Wenn das ist mit Tieren in jedem Film, in dem in einen Hamburger gebissen wird und oder in einen Döner, kann man vielleicht in 30, 40 Jahren als ja, aber dann ekelerregend ist das ansehen. so. Dann ist das so, Kai. Ja, aber muss dann jeder Warnhinweis. Ja, aber wie kommt denn eine Generation auf die Idee, das, was sie denken, essen, trinken, sehen, dass das für die Ewigkeit irgendwie irgendeine Genau, Bedeutung das ist hat? es nicht. Nein, das ist es eben nicht. Aber das muss man wissen, wenn man sich Sachen anschaut, und das wird so bleiben. Es wird auch so sein, dass man Theaterstücke sieht, die vor 100 oder 200 Jahren geschrieben worden sind, Opern. Wie ist dort der Umgang von Frauen, Mann und Frauenverhältnis und so weiter? Das wird man auch noch angucken. Und das ist auch schön so, dass man nicht nur Sachen von 2021 und 2020 guckt, sondern auch mal ein Theaterstück aus dem 16. Jahrhundert oder einen Film aus den 70ern oder so. Das finde ich gut. Also ich genieße das. Das ist nicht nur 2020. Wir haben ja eben gerade über Literatur gesprochen. Da liest man auch mal was vor 30 oder vor 100 Jahren geschrieben worden ist. Warum nicht? Ja, also wir können jetzt ewig so weiterreden. Ja, Das ist ein sehr großes Thema. großes Thema, aber ein spannendes. Ich finde ein total spannendes. Ja. Okay, ich Und würde jetzt mal, du hast ja gerade von gesagt, dass wir einen Strich dass wir machen. irgendwann mal fertig haben, Kai. Ja, naja, ich will mal eben ganz kurz, vielleicht ist das ein schönes, kurzes Konzept, ganz kurz, gar nicht zu diesem Film sagen, Menschen im Hotel, von, ich glaube, Vicky Baum, sondern dazu mache ich mal ganz kurz das hier weg, weil ich will mal ganz ans Regal und da will ich mich jetzt, finde ich das Buch so schnell? Nee, das Buch finde ich leider nicht so schnell, weil ich würde mich festlegen, dass Greta Garbo die charismatischste, ich will nicht sagen schönste, weil ich das ein sehr schweres Urteil finde, sehr schwer festzumachen, charismatischste Schauspielerin auf Fotos ist, die ich je gesehen habe. Also Greta, die göttliche Garbo oder nur die göttliche, ist für mich der Inbegriff einer Schauspielerin. Also da kommt auch Lauren Bacall mit ihren Augenbrauen, die ich ganz toll finde, und einige andere auch aus, also Greta, die göttliche, das ist. Kannst du mal ein bisschen mehr beschreiben, was du jetzt genau meinst? Ja, ich wollte gerade ein Buch rausholen, das habe ich jetzt so schnell nicht geschafft. Vielleicht ist das, ich gehe mal eben und versuche das einfach durch einen. Du kennst Greta Garbo auch nur schwarz-weiß, ne? Als Schauspielerin, ja, ich kann einiges erzählen, will ich jetzt wieder nicht. Was vielleicht interessant ist, sie ist, glaube ich, 89 oder so gestorben, 90, 89, glaube ich. Ihr letzter Film ist von 1942. Das kann man dann ja sagen, dass sie ungefähr 50 Jahre in der Versenkung verschwunden war. Es gab dann immer für irgendwelche undeutlichen Fotos, man hat sie versucht, immer wieder zurückzuholen. Sie hat ihre Karriere in den frühen 40ern beendet und ist
ist dann nie wieder in der Öffentlichkeit groß aufgetreten, in den ersten Jahren noch ein paar. Und dann gibt es so ganz wenige Bilder, das sieht man ja auch schon, wenn man hier guckt, ganz wenige Bilder, wo sie mal älter zu sehen ist. Das wollte sie nicht, deswegen gibt es immer diese junge Garbo bis Mitte der 40er, ein paar noch aus den 50ern. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, mal gelesen, warum dieser Blick von der Garbo, dieser so beeindruckend ist, dieses, ich klicke jetzt mal so willkürlich auf einige Bilder, und zwar war sie wohl extrem kurzsichtig und konnte deswegen... Kai, wenn du jetzt irgendwelche Bilder zeigen willst, Fotos von ihr, ich sehe nichts. Du siehst nichts? Nee, ich sehe nur die Liste. Okay, dann gehen wir mal, Moment, stoppen, Bildschirm freigeben, teilen. Siehst du jetzt was? Ja. Okay, ich kann ja mal in ein paar Bilder gehen. Dieser Blick, dieses irgendwie durch ein Durchschauend, ich habe viele ihrer Stummfilme auch gar nicht im Detail gesehen, aber immer wenn ich ein Garbo-Bild sehe... Kannst du mir kurz das Bild zeigen, wo sie da wo sie sitzt, auf dem Sessel? Nee, das meinst du nicht. Oben rechts. Stopp. Noch eins runter, so runter. Genau, rechts, wo sie lächelt. Ganz untypisch. Garbo lächelte zum ersten Mal in dem Film Ninotchka. Das war ein Riesen, weil sie vorher natürlich immer die Drama Queen war. Und auch wenn man jetzt, ich will gar nicht im Detail über die Filme reden, das wäre jetzt auch ein Riesenthema, da bin ich auch nicht der allergrößte Experte, aber ich will einfach über dieses, für mich mehr als, wenn es sowas wie eine göttliche Darstellerin gibt, mehr geht nicht. Gut, das lasse ich mal so stehen. Ich will da jetzt nicht reingrätschen. Ja, grätsch mal ruhig rein. Ich will ja wissen, woran es liegt. Ob es an diesem Blick guck liegt. mal, wenn du mal ein bisschen nochmal hochgehst. Oh, stopp, entschuldige. Nochmal runter, ein bisschen runter, irgendwas langsam, stopp. Ganz rechts unten das Bild. Ja. Also hier erinnert sie mich ein bisschen an Gustav Gründgens. Ja. Faust. Also ich sehe das nicht so, dieses, was du da beschreibst. Sie ist auf jeden Fall lasziv und kann, also wenn sie hat wenig Mimik. Ja. Ja, und dann hat sie immer diesen Blick irgendwo hin und das in Schwarz-Weiß. Hey, dann mache ich dir von dir auch so eine Fotos. Dann siehst du auch so aus. Das ist ein Angebot. Das kann man dann das nächste Mal bei ja gerne. Filmtalks Berlin sehen. Und ja, ich sollte sowieso dich mal interviewen in einer Folge. Okay, also darauf freue ich mich. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere Zuhörer darauf freut. Okay, das war jetzt so ein kleiner Ausflug, dass ich mal was zu Greta sagen durfte. Dankeschön. So, Jack Nicholson hatten wir schon. Wir hatten ja bei Chinatown drüber gesprochen. Über Casablanca haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Da will ich immer wieder meinen kleinen Running Gag hier oben im Bild. Und zwar mit Ingrid Bergman und nicht mit Ingmar Bergman. Mit Ingrid Bergman, nicht mit Ingrid Bergman. Nicht zu verwechseln. So, Asphalt Cowboys, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein New Hollywood-Film. Mit Dustin Hoffman? Ja, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist nicht so bekannt. Ich habe den als Jugendlicher mal gesehen, durch Zufall, lief wahrscheinlich irgendwo mal im Fernsehen. Hat mich damals sehr geprägt. Das ist so ein Film, der... Kann man ganz kurz mal erzählen, was da, ganz kurz? Ja, es geht um zwei Jungs auf der Straße, ein junger Dustin Hoffman und John Ford. Das ist tatsächlich der Vater von Angelina Jolie, was ich erst viel, viel später erfahren habe. Und ich glaube, der John Ford, wenn ich ihn richtig ausspreche, der ist Straßenstricher. Und zwar... das wollte ich nur hören. Der hat so eine Cowboy-Weste immer an, mit so Fransen. Der Film ist super. Und Dustin Hoffman hat der hat, glaube ich, so eine Körperbehinderung, der geht immer sehr lustig in dem Film. Genau, und das ist ein dreckiger New Hollywood-Film, 70er Jahre. Wie heißt der andere Schauspieler nochmal?
John, Jon, Voigt, Okay. glaube ich. Das Lustige ist halt an dem Film, der kommt halt aus, ist so irgendein so ein Landei, Ja, genau, das kommt in stimmt, die das wusste Stadt ich nicht. und wie ein Cowboy halt und Das ist der Jean, der Vater von Angelina Jolie, nochmal. bietet älteren Frauen seine Dienste an Genau, und denkt, er ist der größte Hengst überhaupt. Ja, genau, genau. Das ist der Film. ja sehr, ja, ist ein guter Film. Guter Film, sehr guter Film, 70er Jahre. Dann Okay. Mae West, die so als Erotikgöttin der frühen 20er gilt. Gehen wir mal weiter. Hier ist übrigens wieder. Stopp, so geht das nicht. So geht das nicht. Dann Okay. guck mal bitte, zeig mal ein paar Fotos. Wenn du jetzt Pass auf, da wirst du überrascht sein. Mae West sieht zwar aus wie. Dustin Hoffmann? Mae, wie schreibt die sich denn jetzt? Wie schreibt die? M-A-E Ja, ups. und West. Und Mae West hat gar nicht viele Filme gemacht, aber sie hat Zitate gebracht. Ich glaube, so das ist ein typisches Mae West, so kenne ich Mae West. Und jetzt. Hast du dann den Bildschirm noch frei, weil ich sehe nichts. Achso, du siehst wieder nichts, weil ich wieder falsch freigegeben hast. Moment, Entschuldigung, machen wir nochmal. Ich war im Bildschirm teilen. So. Große Rundung, so ein bisschen die Vorgängerin von Monroe, aber das sieht aus wie Bridgeton. Wie wer? Na, die Serie, die Bridgeton oder ja. wie es ausspricht. Ja. So in dem Style. Ja, die ist, sie hat, man sieht es hier schon, aber sie hatte, glaube ich, so eine. Was ist das für ein Kostüm? Ja, das ist, die hat. Ja, das ist verrückt, ne, wenn man sich das überlegt, wie prüde doch die Welt war und dann haben sie aber solche Shows abgezogen. Ja, weil sie ist tatsächlich in dieser Vorprüdezeit, also die ist eben dieser Inbegriff des Nicht-Prüde. Ich suche mal, ob ich das so schnell finde. Welches Jahrzehnt ist das? Weißt du das zufällig? Ja, 20, also ihre große Film, die hat nicht viel Filme gemacht. Ich habe hier sogar ein Buch über sie. 30er. Also mich gewundert, dass du kein Buch hast. Ich gucke mal eben, ob ich das Zitat finde. Also sie hat sehr viel direkte sexuelle Anspielung gemacht. Hier, also sinngemäß die Übersetzung, ich habe jetzt ganz simpel kurz im Internet nachgeguckt, ist, Mae West entwickelte ein öffentliches Image, das vor allem durch ihre markante heisere Stimme und ihr loses Mundwerk auszeichnet, bei fast jedem Satz eine sexuelle Anspielung sein konnte. Ihr werden zahlreiche Zitate zugeschrieben, in den 1930er Jahren fast sprichwörtlichen Charakter hatten. Jetzt kommt das Englische, it's that a gun in your pocket or are you just glad to see me? Sinngemäß übersetzt, was sie sagte, ist das eine Pistole in ihrer Hose oder freust du dich, nur mich zu sehen? Ja, okay, jetzt gehen wir mal ruhig wieder auf die Liste und wir werden uns jetzt keine Diven aus der Okay. Weil es ist schon so zwei alte Männer wie wir, weißt du, und dann sagen wir ja, du hast ja recht. Frauen. Ich weiß ja nicht, wie das ankommt. Okay, du hast ja natürlich recht. Wir interessieren uns gar nicht für Mae West und für ihre komischen Sprüche. So, das ist Billy Wilder, Boulevard der Dämmerung. Judy Garland, das ist dieses Somewhere is Over the Rainbow. Ein Film, den ich nie richtig rangekommen bin. Ich habe ihn mir letztes Mal wieder in der Weihnachtszeit versucht anzugucken. Ja, bin ich irgendwie nicht ran. Aber jetzt kommen wir mal zu Platz 22. Ein Zitat, was wahrscheinlich viele kennen. Hier ist der erste. Es kommt, glaube ich, in jedem Bond-Film vor. Und zwar James Bond. James Bond. Ich schalte uns mal wieder groß. Und da wäre jetzt tatsächlich meine große Frage, wie wichtig war James Bond für dich, als du dich angefangen hast, mit Film zu interessieren? War James Bond wichtig oder nicht so wichtig? Absolut. James Bond war in meiner Kindheit, dieses ganze Agentenmilieu und so, das war schon sehr, sehr interessant. Also ich habe ja mit Roger Moore, glaube ich, angefangen. Ja, es passt in die Generation. Und
Roger Moore war ja der typische Engländer, ein bisschen steif und so, ne? Aber, also jetzt so filmisch gesehen, Mhm. die Engländer sind ja ein total cooles Volk. Ich war ja 2019, bevor diese ganze Corona-Mist-Geschichte angefangen hat, war ich ja im Oktober nochmal dort in London und es ist unglaublich, so viele Menschen und so entspannt. Ja, ich könnte es in der Berliner U-Bahn nicht machen. Egal. Also, Sean Connery ist für mich, dann kam halt Sean Connery und der ist, danach kam nichts mehr. Naja, Moment, Sean Connery war der erste Bond, muss man nochmal sagen. Dann kam Roger Moore, bloß du hast als ersten Roger Moore gesehen, weil Roger Moore der Bond der 70er ist und Connery Das der ist Bond der wahrscheinlich 60er. der Fall. Ich kann mich daran erinnern, dass ist ja schon so lange her. Ich kann das auch durcheinander bringen. Aber egal, Roger Moore war, den habe ich halt noch gesehen, so bewusst. Und dann aber Sean Connery, ich glaube, in der Wiederholung habe ich mir dann Sean Connery angeguckt, wo ich älter war. Und der ist Genau. ja ein Hammer. Danach, es gibt keinen Bond, es gibt nur Sean Connery. Ja, sehe ich ja. Also Und ich finde schon also bei mir war es eigentlich anders. Ich habe die Bond-Filme weder früher im Kino gesehen, noch haben sie mich, als ich mich für Film interessiert habe, kamen dann eben irgendwie einerseits die richtig alten Filme, sowas, Mae West und was wir gerade hatten, und dann kam New Hollywood und solche was du gerade gesagt hast, Asphalt Cowboys und solche Geschichten. Und Bond war dann immer für mich, naja, das ist so, weiß ich auch nicht, das gucken sich die an, die sich nicht für Kino interessieren. Aber, jetzt kommt das laute Aber, als ich dann ein Szenenbildstudium, da war ich ja schon Richtung 30, gemacht habe als Aufbaustudiengang, da ist natürlich Bond wirklich das Große. Und da habe ich auch, jetzt kann ich noch mal ganz kurz ein bisschen angeben und protzen, den persönlich mehrmals kennengelernt. Wir waren auch einmal immer in Gruppen bei ihm zu Hause, Ken Adam. Und Ken Adam ist halt der die Bond-Filme entworfen hat, der das Design der Bond-Filme gemacht hat. Wir haben ihn auch schon mal über ihn gesprochen und ich habe jetzt gerade eben, also mal so einen Set-Entwurf zu zeigen aus einem nicht so Bond-Film. schnell, nicht wackeln, ein bisschen runter, ein bisschen zu dir kippen oder andersrum. Ja, so super. Und da könnte ich jetzt ganz viele zeigen. Und natürlich, das ist dieser Vulkan, der aufgeht. Und hier sind noch so Storyboards, die sind jetzt nicht so wichtig. Aber und Dr. No, dazu vielleicht nur eine einzige Kurzgeschichte. Also Ken hat auch 2 Oscars gekriegt. Ich durfte ja mal seinen Oscar anfassen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier mal erzählt habe. Und zwar den, ich glaube, Ich sag sowas nie wieder. nein, und er hat mir gesagt, ja komm, wer will den in die Hand nehmen? Und dann haben sie mir den irgendwie in die Hand gedrückt, weil ich immer schon so viel rumgelabert habe. Und dann hatte ich den in der Hand und dann sagte jemand, und zwar der sich da auch auskannte, wir waren halt eine kleine Gruppe bei ihm zu Hause auch, und dann sagte, naja, du weißt ja, wenn man einmal einen Oscar in der Hand hat, ohne ihn bekommen zu haben, dann kriegt man nie mehr einen. Das ist Gesetz sozusagen. Und in dem Augenblick war mir klar, okay, das mit dem Oscars hat sich erledigt. Und hier habe ich ein anderes Buch über Ken, ist leider mittlerweile verstorben. Und zwar dieses kleine, das da. Das ist aus Dr. No, aus dem ersten Bond-Film. Und dazu hat er mir erzählt, das war ein ganz kleines Set, was noch gebaut werden musste, weil da trifft der Böse mit der Spinne, Dr. No, ihn eben, Sean Connery. Und da hatten die ganz wenig Geld und da hatte er diesen Einfall mit diesem Gitter, diesen schrägen, das ist typisch für Ken, diese schrägen Sets und bisschen Licht drüber und dann dieses Gegenlicht. Und er meinte, durch diesen Zufall, das hat ein paar hundert Pfund in den 60ern, heute vielleicht 10.000 Euro oder so gekostet, hat das die nachfolgenden Bond-Filme bis in die fast heutige Zeit geprägt. Dieser Entwurf, dieses Bild, jetzt kommt das richtige Zitat auf dem anderen Buch obendrauf, Bigger Than Life. Und ja, und in diesem Zusammenhang habe ich mich dann total auf Bond eingelassen, also so in den sehr, sehr spät und bin mittlerweile überzeugt, dass es eine ganz, ganz spannende Serie ist und der neue Film wird ja nicht veröffentlicht. Und Kannst du das Buch ich habe jetzt nochmal fast zeigen? alle auch mehrfach gesehen. Kannst du das Buch bitte nochmal zeigen? Ja. Ist da ein Raumschiff? Das ist, glaube ich, aus dem Bond, da bin ich jetzt wieder nicht genug Experte, Moonraker. Weißt du welches Jahr? Moonraker Das ist sieht ja Ende. aus wie so ein
79 oder sowas. Space Shuttle oder so, weißt du? Ja, da waren die schon viel früher. Und bei Moonraker und bei diesen, es Aber gibt mehrere du Bonds. du weißt nicht, wann die entwickelt worden sind, die Space Shuttles und so. Ja, geflogen sind sie später, aber die sind dann natürlich in ihren Entwürfen, hier ist Ken bei der Arbeit, dass man vielleicht auch mal ihn zeigt und nicht nur immer über ihn redet. Da zeichnet er gerade. Ja, okay. Nicht bewegen, Kai, das ist immer ungünstig. Ja, super, danke. Ja, nur, dass man es nochmal gesehen hat. Und er hat das halt alles, also er hat ja nicht nur die Sets entworfen, was man nochmal sagen will, sondern eben auch solche Dinge, Autos, U-Boote, Schiffe, Raumschiffe und so weiter. Und natürlich die Sets und auch viele Requisiten, Special-Geschichten, Gadgets und so weiter. Nur als kleiner Auslöser, aber bis dahin war mir Bond nie wichtig, interessanterweise. Ich bin erst sehr, sehr spät zu Bond gekommen. Ja, wenn du nicht auf Action stehst, Genau, das war ich früher dann gar nicht. kommst du auch nicht zu Bond, weil du denkst dir, was ist das für ein Typ? Okay. Wollen wir noch kurz zu Schweigen der Lämmer? Ich finde den Film ja fantastisch. Du bist nicht Ja, so aber anti mit Bond. dem will ich nicht abschließen, echt nicht. Da müssen wir noch irgendwas anderes machen. Schweigen der Lämmer ist, Großartig. naja, also irgendwie schon, aber irgendwie denke ich auch so, was braucht die Welt so einen Film? Ich habe sowieso Probleme mit Horrorfilmen. Erstmal bin ich ein sehr ängstlicher Typ, kann dann wochenlang nicht schlafen, aber ich denke mir, warum gibt es Horrorfilme? Ja, weil ich weiß ja, dass die auch gut Kasse machen und so. Deswegen wahrscheinlich. Das ist ja kein Horrorfilm. Ist das wirklich ein Horror? Das ist ein Nein, Psycho-Meisterwerk. nee, der frisst Mensch. Ich meine, Ja. man zieht so seine Hände weg, man macht seine Füße auf die Couch und dass man nicht am Boden ist, weißt du? Also, Ja, aber sie tun nur so. Ich habe es dir ja schon mal erklärt. Sie fressen ja nicht wirklich Menschen. nein, Nein? ich dachte, der hat wirklich die Leber von irgendeinem Typen gegessen. Na gut, dann lass es. Also ich finde, Schweigen der Lämmer ist, wenn man von einem Psychothriller redet, einer der wirklichen modernen Meisterwerke. Der ist spannend, ist irre gut gespielt, Judy Foster und ja. Gut, dann gehen wir da mal schnell rüber. Casablanca schon wieder. Welcher ist denn jetzt Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Da sind ja so viele Casablanca-Zitate drin. Das ist wirklich ein Film voller Zitate, das muss man schon sagen. Network, ich weiß, wir haben keine Zeit, aber darf ich dazu einen Satz sehen? Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast. Nur diesen einen Satz, weil ich die Idee fantastisch finde. Da sagt das wäre, wenn man es heute übersetzen würde, dass, wer ist jetzt hier Tagesschausprecherin oder Sprecher, Frau Minioska oder so, in dem Heute-Journal sagt, bitte schalten Sie morgen wieder ein, morgen werde ich mich öffentlich in dieser Sendung umbringen. Und weil sie alles scheiße findet, weil sie das völlig auf den Keks geht, ihr ganzes Leben, die ganze Welt und alles. Und daraus so eine Bewegung entsteht, auch so eine Art New Hollywood-Film. Und das ist genau dieser Satz, wo sie sagt, ich bin fuchsteufelswild und lass mich das nicht länger mehr gefallen und deswegen kündigt er an, nicht am nächsten Tag, ich glaube eine Woche später, sich umzubringen. Ein durchaus interessanter Film, habe ich ewig nicht mehr gesehen. So, das lassen wir mal James Gagney weg. Citizen Kane. Hey, lass uns hier mal einen Break machen. Ja. Okay? Und nächstes Mal kommt E.T. Genau. Und ich mache jetzt mal, du musst mal rausgehen, damit ich mir meinen Bildschirm freischalten kann. Ja. Hier, bist du draußen? Ich bin draußen. Okay, dann schalte ich mal meinen Player ein und wir sagen schon mal Tschüss. Wir sagen schon mal Tschüss. Ciao, ciao. Und wir sehen uns nächstes Mal mit dem kleinen Außerirdischen. Ciao, ciao. Ciao. Hast du